Nachdem unser Kleiner die letzte Zeit echt viel mit Lego spielt, bin ich auch öfters mal am Start und dann war es wieder mal soweit. Ich habe da so eine Idee. Aber dazu kann ich seine Bausteine nicht verwenden. Daher habe ich mich auf die Suche nach einer günstigen Alternative gemacht und bin auch fündig geworden. Bausteine. Bestellt. So, die bestellten Bausteine sind mittlerweile auch bei mir eingetroffen. Dann legen wir los. Fangen wir gleich mal mit dem Schalungsbau an. Wenn ihr als Kind auch gerne mitgespielt habt, kennt ihr die ungeschriebenen Gesetze. Das wären zum ersten die Steine immer sortieren, dann ist man wesentlich effektiver und schneller beim Bau. Und Nummer 2, niemals die Steine auf dem Fußboden liegen lassen. Sonst droht nämlich das hier. Weil ich natürlich immer meine eigenen Ratschläge befolge, habe ich zuerst mal die Steine nach Arten sortiert. Und dann ging es auch schon los. Dann fangen wir gleich mit dem ersten Projekt an. Jetzt kommt ja wieder die Winterzeit und da werde ich einen Wachsfässer bauen. Da habe ich mir schon was überlegt. Für diejenigen unter euch, die nicht wissen, was ein Wachsfässer ist, das ist eine Katze, die man mit alten Wachsheisten und alten Katzenstummeln füttern kann und dadurch ist sie immer wieder nachfüllbar. Weil wir für die Betonschalung ja auch glatte Flächen brauchen, habe ich mir hier solche Steine mit einer glatten Oberfläche besorgt. Auch nochmal in dieser Größe hier und da kriegt man dann später auch Sichtbetonflächen hin. Die Schalungsform wird aus 2 Teilen bestehen, aus einer äußeren Schalung, aus einer inneren Schalung. Ich will beides mit Lego umsetzen und ich hoffe, dass ich die innere Schalung dann später wieder rauskriege, weil da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Bedenken. Ob das unbedingt sinnvoll ist, so eine Gießform aus Klemmbaustein zu bauen, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Ich habe halt wieder mal eine Idee gehabt, die ich unbedingt testen wollte. Genau genommen waren es sogar 2 und ja, als YouTuber kann man auch mal Sachen testen, die man sonst im normalen Leben vielleicht nicht unbedingt machen wird. Jetzt erlebt man es nicht gleich schlecht, sondern schaut erstmal, was dabei rauskommt. So, damit wären wir mit der ersten Form schon fertig. Ich zeige es euch gerade mal. Das wäre hier der Korpus für den Wachsfresser und das soll der Deckel werden, dass man dann auch abdecken und im Freien stehen lassen kann. Also ihr seht, das ist eine echt einfache Gießform. Das bekommt wirklich jeder hin. Und was ich auch gerade sehe, ist, dass die Spaltmaße von den Steinen doch zum Teil ziemlich groß sind. Aber ja, auch hier ist es so, man bekommt das, was man bezahlt. Also wenn man sich die Steine jetzt mal anschaut, dann sieht man schon, dass die Qualität schon deutlich schlechter ist als beim Original. Und ich persönlich frage mich dann halt immer, die Chinesen schaffen es ja ganz offensichtlich, eine Maschine zu bauen, die diese Steine herstellt. Und es ist ja jetzt ja nicht ganz schlecht. Warum schaffen sie es dann nicht, das letzte Fitzerle, dass auch die Qualität anpasst? Warum sind da die Spaltmaße dann so unterschiedlich? Und ja, wo daran liegt es? Also ich weiß es nicht. Habe ich mich schon öfters gefragt bei Produkten aus China. Immer so das letzte kleine bisschen an Qualität, wo halt einfach fehlt. Naja, aber dafür ist es auch deutlich günstiger. So, jetzt machen wir mit dem Betonieren weiter und da werden wir heute mal unseren hochfesten Beton verwenden. Unseren Vergussbeton habe ich euch in der Vergangenheit ja schon mal vorgestellt, aber bisher noch in keinem Video verwendet. Ja, das ist eine hochfeste Mischung, hat 100 Newton pro Quadratmillimeter und dem muss man lediglich Wasser zugeben. Da sind alle Zusatzmittel wie Fließmittel, Stabilisierer und so weiter schon enthalten. Und ihr seht, die Verlaufseigenschaften sind echt top. Was auch noch ein Vorteil ist, man braucht keinen Zwangsmischer, den kann man ganz normal mit der Hand anmischen. An dieser Stelle kann ich euch auch mal kurz die Story erzählen, warum ich nach mehreren Jahren jetzt mein Grey Element Logo ändern musste und jetzt das GE nicht mehr verwenden kann. Es war nämlich so, dass wir für unseren Grey Element Shop für das Logo die Wort- und Bildmarke beantragt haben beim Deutschen Marken- und Patentamt in München, haben das Ganze auch genehmigt bekommen, haben einen Haufen Geld dafür zahlen müssen und kurze Zeit darauf hat sich dann eine Rechtsanwaltskanzlei bei uns gemeldet, die den amerikanischen Milliardenkonzern General Electric vertritt. Und da wurde uns dann mitgeteilt, dass wir gegen ihre weltweit gesicherte Wortmarke GE verstoßen und das war dann natürlich für uns das Problem, dass wir unseren ganzen Shop umbauen mussten, die ganzen Produktetiketten, alles ändern mussten und wir haben uns dann letztendlich so geeinigt, dass wir die bereits bestehenden Warenbestände noch abverkaufen dürfen und dann alles andere mit dem neuen Logo plakatiert wird. Ja, das hat uns einen Haufen Nerven und auch Zeit gekostet und auch Geld, aber letztendlich muss man sagen, ist es halt so, kann man nichts ändern, gegen solche Milliardenkonzerne kommt man nicht an. Wir hätten mit dem Anwalt dagegen vorgehen können, hätten vielleicht auch Chancen gehabt, aber das ist das Geld und die Nerven nicht wert. Und deswegen gibt man da lieber nach und einigt sich dann irgendwie. Ärgerlich ist eigentlich nur, dass wir das Ganze von vornherein richtig machen wollten, haben uns beim Deutschen Marken-Patentamt, wie gesagt, die ganzen Wortmarken und Bildmarken sichern lassen und es wurde ja auch genehmigt, von daher ist es doppelt ärgerlich. Aber egal, solche Rückschläge hat man als Unternehmer mal und that's business, da muss man durch.
In diesem Sinne machen wir jetzt auch mit dem Projekt weiter. Der hochfeste Vergussbeton zieht extrem schnell an. Den kann man schon nach 12 Stunden aus der Gießform entnehmen. Wie ihr gesehen habt, ist ein bisschen Wasser aus der Gießform ausgelaufen. Das ist nicht optimal, weil es dann meistens Auswaschungen auf der Oberfläche gibt. Aber naja, jetzt bin ich echt einmal gespannt, wie das Ergebnis aussieht und vor allem auch, ob man die Steine, also auf der Innenseite, wieder problemlos entfernen kann. Und ja, ihr seht, es hat besser funktioniert als gedacht. Aber eine schöne Arbeit war es nicht unbedingt. So, da seht ihr jetzt mal das fertige Teil. Ist eigentlich ganz gut geworden. Hat ein paar kleine Auswaschungen auf der Fläche und an den Kanten oben. Das war da, wo das Wasser ausgelaufen ist. Den letzten Stein habe ich auch nicht mehr rausbekommen. Der bleibt jetzt einfach drinne. Da muss eigentlich nur noch der Deckel passen. Da habe ich ein bisschen zu genau gearbeitet. Da muss ich noch ein bisschen schleifen. Dann passt er auch exakt. Ja, das bekommen wir auch noch hin. Mit dem Schleifen sollte man sich nicht zu lang Zeit lassen, weil der Beton natürlich immer härter wird und dann kommt man mit der Hand nicht mehr wirklich weiter. So, dann probieren wir mal, ob es jetzt besser passt. Jo, butterweich. Das passt. Nice. Für den Deckel brauchen wir natürlich auch noch einen Griff. Da habe ich mir einen aus Metall im Baumarkt besorgt und den müssen wir jetzt nur noch am Deckel befestigen. Der wird mit einer Konterschraube einfach von unten am Deckel festgeschraubt. Eine schnelle und einfache Lösung, würde ich sagen. Als Schutz für den Beton, dass er das Wachs nicht aufnimmt, habe ich noch eine Imprägnierung aufgetragen. Die ist unsichtbar, sieht man gar nicht, dass eine drauf ist. Aber dadurch ist der Beton dann geschützt und ja, damit sind wir dann eigentlich schon fertig mit unserem ersten Projekt. Für unsere Kerze brauchen wir jetzt natürlich auch noch Wachs und da werde ich lauter so alte, halb abgebrannte Teelichter verwenden von der letzten Feier, die noch übrig sind. Die wird man sonst wegschmeißen. Dann habe ich hier auch noch so alte Kerzen, die immer gebraucht werden. Die werden wir uns jetzt hier einschmelzen. Das ist ja auch der Sinn und Zweck von so einem Wachsfässer, dass man alte Kerzen weiterverwenden kann und deswegen habe ich mir hier auch kein neues Wachs gekauft, sondern alte Kerzen recycelt. Das Geld hat man sich schon mal gespart. Das Schmelzen von den Wachsresten hat auch gut funktioniert, also ja, da kann man überhaupt nichts falsch machen, das war kein Problem. Als Kerzendocht habe ich mir so einen Dauerbranddocht besorgt, habe ich im Internet bestellt, kann ich euch mal unten in der Videobeschreibung verlinken und der wird jetzt einfach in die Kerze reingestellt und dann kann man das Wachs eingießen. Der saugt sich jetzt schön mit dem Wachs voll und brennt dann hoffentlich gut. Das heutige Video wird übrigens unterstützt durch Ancel, wenn ihr die Firma noch nicht kennt. Die stellen Handschuhe für alle Arbeiten und Herausforderungen in Profi-Qualität her. Für Handwerker und Heimwerker wie mich gibt es da Handschuhe in nahezu allen Ausführungen für verschiedenste Anwendungen. Und ja, eben für alle Herausforderungen, die man so im alltäglichen Leben als Handwerker hat. Was für mich natürlich auch interessant ist, sind die robusten und extrem reißfesten Einweghandschuhe. Die sind nämlich auch perfekt für meine Epoxidharz- und Betonprojekte geeignet. Den Link zu den Produkten von Ancel habe ich euch unten in der Videobeschreibung eingestellt. Da könnt ihr euch die verschiedenen Handschuhmodelle mal anschauen. In diesem Sinne bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, passt auf eure Hände auf, ihr habt nur 2 davon und jetzt geht's weiter mit dem Projekt. In meinem zweiten Projekt will ich eine Lampe bauen, auch wieder mit einem speziellen Design und das soll von der Idee her so ein Hybrid zwischen den Klemmbausteinen und Beton werden. Ich habe mir das so gedacht, dass hier eine Lampenfassung eingegossen wird, dann werden auch Steine mit eingegossen und ja, ihr werdet jetzt gleich sehen, wie ich es geplant habe. Jetzt bauen wir erstmal die Schalungsform. Und das wird auch wieder eine ganz einfache Form, damit sind wir ruckzuck fertig. In die Form will ich mir jetzt hier noch solche Blöcke einkleben und dann soll es später so aussehen, als ob die Lampe zum Teil aus Beton und zum Teil aus diesen Blöcken besteht. Ich habe jetzt nur ein Problem. Ich muss die ja irgendwie mit dem Beton verankern, dass sie dann auch halten. Aber ja, dazu habe ich mir schon was gedacht, was ich da mache. Moment. Zwar werde ich auf der Rückseite der Steine Schrauben einschrauben. Ja, die dienen dann als Anker, werden mit einbetoniert und dadurch sind die Klemmbausteine dann fest mit dem Beton verbunden. Das hört sich doch nach einem guten Plan an und sollte eigentlich auch funktionieren. Und jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich auch schon langsam vorstellen, was ich geplant habe. Die Lampe soll später so aussehen, als ob das Ganze in einen Guss hergestellt worden ist. Zum Gießen werde ich wieder den gleichen Vergussbeton verwenden wie beim ersten Projekt, nur werde ich jetzt hier noch schwarzes Farbpigment dazugeben. Ich denke, das gibt dann nochmal einen besseren Farbkontrast, wenn man dunklen Beton hat und die hellen, grellen Farben dazu. Naja, wir werden sehen, wie es aussieht und danach habe ich dann den Beton wieder wie gehabt in die Schalung gefüllt und habe ihn bis zum nächsten Tag aushärten lassen. Ja, dann schauen wir uns die Lampe mal an. Ich hoffe, die ist auch was geworden. Richtig ungewohnt, dass man zum Ausschalten keinen Akkuschrauber braucht. Nachdem ich jetzt mein zweites Projekt mit dem Baustein umgesetzt habe, muss ich sagen, dass ich mit der Qualität vom Sichtbeton nicht wirklich zufrieden bin, weil zwischen den Stößen von den Steinen immer die Auswaschungen entstehen, weil sie nicht dicht sind. Das Ergebnis schaut eigentlich schon mal ganz gut aus, bis dass auf ein paar Stellen hier Beton unter die Steine gelaufen ist, aber das können wir noch entfernen.
Das Entfernen ist auch kein Problem, weil der Beton ja keine feste Verbindung mit dem Kunststoff eingehen kann und damit wäre die Lampe eigentlich dann auch schon fertig. Also das Ergebnis ist ganz gut geworden. Bin zufrieden, sieht auch gut aus, würde ich sagen. Jetzt brauchen wir nur noch ein Leuchtmittel. Habe ich mir auch eine spezielle Glühbirne mit einem besonderen Design besorgt. Schaut so aus. Gucken wir mal, wie es aussieht. Und funktionieren tut sie auch. Ja, bin zufrieden. So, da stehen sie meine 2 Projekte. Also ich bin echt zufrieden. Ich weiß nicht, was ihr sagt. Über Design kann man sich klar streiten. Das ist immer so. Aber man muss auch dazu sagen, diese 2 Sachen kann man extrem einfach umsetzen. Da braucht man überhaupt kein Werkzeug. Das kriegt auch jeder hin. Und von daher hat es sich auch schon wieder gelohnt. Ich hoffe, dass ihr wieder irgendwas mitnehmen konntet, dass ich euch vielleicht sogar ein bisschen inspirieren konnte. Und dann sehen wir uns zunächst wieder zu neuen Projekten. Bis dahin macht's gut. Ciao.